Willkommen zum Vinyl Matters Podcast hier im Presswerk bei Matter of Fact in Güstrow in Norddeutschland. Roman Lindau hier hat gerade ein geniales Set gespielt, von dubbig bis hart. Schön divers, hat mir richtig gut gefallen. Schön, dass du da bist, mein Guter. Willkommen bei Matter of Fact hier im Presswerk. Danke für die Einladung. Ich habe bisher nur beim Mastering den Cut gesehen und der Prozess danach, den Vinylschnitt, genau. Und habe bisher den Prozess überhaupt noch nicht so gesehen. Super interessant. Ja, die Leute haben auch wieder schön gefeiert im Hintergrund, Musik genossen, in schöner Lautstärke. Dein eigenes Leben. Wir haben vorhin gerade schon drüber gesprochen und haben gedacht, wir stoppen mal und erzählen das einfach mal so hier, damit alle was davon. Du machst das ja mit Sascha Rydell und Jens Tosberg zusammen, genau. Mit Monomut. Genau, ne? Monomut, ja, genau. Color Code, nochmal. Schaut es euch an, zieht es euch rein. Genau, die ersten 3 Releases auf Vinyl und wir sind dann quasi zunächst auf digital umgeschwenkt und der Plan ist aber tatsächlich, dass wir wieder auf Vinyl zurückkommen. Ich habe auch heute gerade beim Stream wieder gemerkt, wie viel Spaß es macht, mit Vinyl zu arbeiten, auch in der Vorarbeit schon. Also im Raussuchen, Entscheiden. Ja. Also der ursprüngliche Gedanke von Color Code war, dass wir jedem Genre, also wir wollten mit Color Code eine sehr breite Plattform aufstellen, wo wir sowohl Dub über Techno House, auch experimentelle Sachen, eine Farbe zuschreiben wollten. Damit haben wir auch begonnen. Sind dann irgendwann umgeschwenkt, nachdem mein Sohn Kratzfolie aus der Kita mitbrachte. Ja, geiles Zeug. Und ich die Idee hatte für meine EP, dass mein Sohn quasi mein Cover gestaltet. Und wir versuchen jetzt quasi mit jedem Release auf der Kratzfolie zu arbeiten und und das dann quasi als Cover, weil es ja auch sehr bunt ist. Ich finde die Cover genial. Wenn man raufguckt, sieht man nicht irgendwie, ey, guck mal da ein Haus, sondern man weiß schon, hey, da waren irgendwie Kids am Start, garantiert auch, hat das irgendwas mit einem positiven Gefühl, Familie, Nachwuchs, alles so in einen Einklang zu bringen mit dieser Musik. Ja. Später kannst du so sagen, guck mal, die Dinge hast du gekratzt, so, nein, lösch das sofort. Ja, wir sind selbst auch alle keine Grafiker und mussten halt, und das war dann so Zufall, dass mein Sohn diese Folie mitbrachte. Und, Ich kenne die auch, ich mag die auch total. Also meine Tochter ging da auch total drauf ab. Du musst dann danach immer den Tisch reinigen. Ja, stimmt, von den schwarzen Krümeln. Runtergerockt ist. Kommt demnächst was von dir auch auf Color Code? Tatsächlich ist ja jetzt gerade rausgekommen, den Hintergrund der Geschichte möchte ich jetzt vielleicht nicht nochmal erzählen, haben viele mitbekommen. Da ging es um eine Gästeliste-Problematik, dieses No Guest List Tonight ist jetzt gerade rausgekommen. Und jetzt am 14. kommt von mir eine Single, die heißt Her Politics, wo ich so ein bisschen in diesen dubbigen Reggae-Bereich rutsche, wo auch Vocals von einem bekannten Reggae-Künstler zu hören sind da drin. Allerdings jetzt nicht gesampelt irgendwie von einer Platte oder so, sondern tatsächlich aus einem Interview. Und und ich habe mir meine Jungs dann ins Boot geholt und habe gesagt, ihr sollt es remixen irgendwie und wir hauen es dann raus. Und das Ergebnis, beziehungsweise in der Promotion, haben wir jetzt schon sehr, sehr cooles Feedback. Das ist genial, wenn man so eine kleine Crew ist, so ein, ich möchte jetzt nicht sagen Kollektiv, aber Freunde und dann sagen kann, hey, lass uns mal jeder einen Remix machen, schon haben wir die Platte voll. Wir wollen das hier auch machen. Wir haben hier 4 Produzenten im Werk und haben jetzt gesagt, 4 Tracks, 4 Produzenten, Matter of Fact Label starten. Ja, super Idee. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja hin, dann wieder mit Platten was zu starten, gemeinsam. Auf jeden Fall sehr gerne, Vertrieb hier in den Pressen. Reist du noch mit Vinyl ein bisschen? Kaufst du dir noch Platten? Tatsächlich habe ich vor vielen Jahren damit aufgehört, mit Vinyl zu reisen. Aber nicht, weil Vinyl jetzt uninteressant ist oder so, sondern weil es einfach bequemer ist, natürlich mit weniger Gepäck zu reisen. Ja. Allerdings habe ich heute und auch in der Vorbereitung gemerkt, wie viel Spaß Vinyl macht, wie limitiert man ein Stück weit auch ist. Man neigt ja dazu, wenn man digital spielt, auch viel Loops zu setzen und so. Und hier lässt man viele Tracks dann einfach auch laufen und spielt nicht nur kurz an, so wie man digital auch die Möglichkeit hat und dann loopt und so. Wenn ich allerdings in Berlin unterwegs bin und spiele längere Sets, dann ist Vinyl auf jeden Fall in der Tasche. Ja, ich kenne das auch mit Vinylreisen. Koffer sind verloren gegangen, sind nicht angekommen und jetzt, ich nehme dann auch, wenn ich im Ausland spiele, so ein bisschen mit, auch in so einem Remover-Koffer, der Rest sind Klamotten und was man alles so braucht.
Und dann hast du wenigstens ein paar Platten, auf die du dich freust. Ich besuche dann oft noch irgendwie Plattenläden. Kauf mir vielleicht mal eine Platte irgendwie, einfach lernst oft auch Leute kennen oder hast immer noch in den Plattenläden diese Community dann so, ne? Also was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich tatsächlich Alben, die mir sehr gut gefallen, auch regelmäßig dann kaufe und da das Geld auch in die Hand nehme. Weil so der Plattenkauf, das weiß ja jeder, das ist ja kein Geheimnis, ist relativ teuer geworden, Genau. sich Platten zu leisten. Aber ja, ich hoffe, dass es in diese Richtung wieder geht. Ja, es kommt auch, ne, vielleicht, wenn wir bei euch wieder das Fieber mehr erzeugen für Vinyl, dadurch, dass ihr drauf releasen könnt und so, dass man das auch mehr präsentiert. Das hat viele Umstände, warum man mit was aufhört, mit was wieder neu startet. Und das Leben geht immer in so einen Wellen. Man entdeckt, Ja, das stimmt. man findet seine Jugendliebe wieder neu, Ja. sowas in der Art, ne? Und geht wieder dahin zurück. Und man geht von digitalen Produzieren wieder zum analogen, zum digitalen zurück. Es war wunderbar, dich hier gehabt zu haben. Komm noch mal her. Wir sehen uns bestimmt wieder, auf jeden Fall. Schön, dass du hier gewesen bist. Du bist ja mit Sascha zusammen hier gewesen. Hammer, geil. Kommt gut nach Hause. Matter of fact. Vielen Dank!